Auf jeden Fall der Top Ibis. Die geht aber aus, wenn ich das aufmache. Ist auch besser so, weil sie macht ja sowieso nichts simultan. Filter Drop-in Adapter gibt, indem man Ne, auf jeden Fall nicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was geht ab? Heute geht es erstmal darum, wie seid ihr reingerutscht? Wie waren eure Weihnachtstage? Wie war's? Bei mir ungefähr so. Deswegen hatte ich auch die Möglichkeit, das ein oder andere Objektiv auszutesten und das hier auszutesten. Damit kommen wir zur heutigen Frage. Warum Sony? Warum nicht mehr Canon? Oder warum von Canon zu Sony? Falls euch das interessiert, bleibt dran. Fangen wir mal vorne an. Und vorne wäre dann die Geschichte mit Canon. Also ich habe mit den spiegellosen Kameras bei Canon angefangen mit dem APS-C-Bereich. Das war die Canon M50. Danach kam die erste spiegellose Kamera raus. Das war dann mit der EOS R. Das war die erste Kamera, wo ich mir gedacht habe, damit kannst du eigentlich filmen. Und zwar so, wie du willst. Sie hatte C-Log, sie hatte All-Eye und IPB, aber All-Eye bis in 4K. All-Eye bedeutet einfach, dass jedes Bild, jedes Frame tatsächlich gespeichert wird und nicht wie bei IPB die Zwischenbilder interpoliert werden. Das heißt einfach nur geschaut wird, was ändert sich von Bild 1 zu Bild 4 und die Bilder werden interpoliert. Nagelt mich nicht fest auf 4, keine Ahnung, auf jeden Fall wird es interpoliert. Und sie hatte 4K auch mit dem Autofokus, der gut funktioniert hat. Das war zum Beispiel bei der M50 nicht der Fall. Und ja, Vollformat, spiegellose Kamera, mit der man gut filmen konnte. Daher startete da mit den spiegellosen Kameras zu filmen mein Weg bei Canon. Was hätte mir noch gefehlt? Vielleicht 10 Bit zu filmen, also mehr dynamischen Umfang zu haben. Damals, was heißt damals, so alt ist sie ja nicht. Der dynamische Umfang der Canon EOS R wird mit etwa 10 Stops angegeben, also im nativen ISO, der da bei der EOS R, glaube ich, 400, ISO 400 war. Dann hätte ich gerne, auf Auto-ISO ehrlich gesagt gefilmt. Das fände ich noch recht praktisch. Und vielleicht einen IBIS. Aber ehrlich gesagt, als Canon-User habe ich da nicht wirklich an den IBIS gedacht. Also parallel hatten es die Sony-Kameras. Aber zu dem Thema kommen wir dann gleich. Was noch dazu kommt ist, ich hätte mir etwas mehr Lichtempfindlichkeit gewünscht von der Kamera. Das heißt, auch im nativen ISO fing es schon an zu rauschen, wenn das Licht nicht perfekt war. Und dadurch, dass man im Log kein Auto-ISO einstellen musste, musste man sich immer entscheiden. Aber gut, das hat man heutzutage vielleicht auch noch. Sie rauschte früh. Dann kam die Canon EOS R5 und die EOS R6 raus. Und mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, alter Schwede, sind die teuer. Nur der Buddy, so viel Geld. Und der zweite Gedanke war ehrlich gesagt ausgerechnet IBIS, okay. Ein IBIS kommt bei Canon, finde ich cool. Und da habe ich es erstmal mit der R6 probiert. Auf die R6 habe ich wirklich sehnsüchtig gewartet und ich hatte das Glück, diese Kamera in Aachen bei Audiophil zu bekommen. Ich habe angerufen, sie hatten noch 2 da, glaube ich, relativ früh. Ich musste nachgucken, wann ich sie gekauft habe. Und ja, ich habe mich mega gefreut. Es gab nicht viel zu verändern und ehrlich gesagt habe ich die meiste Zeit die EOS R mit EF-Objektiven genutzt, mit dem passenden Adapter. Und das war echt ein wichtiges Thema für mich, weil es den Filter-Drop-in-Adapter gibt, in dem man einen variablen ND-Filter einbringen kann und so einfach vor jeder Linse oder besser gesagt hinter jeder Linse vor dem Sensor
einen variablen ND-Filter hat. Man kann auch alternativ, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall super Ding. Man musste nicht viel ändern und worauf ich mich vor allem gefreut habe, war, ich habe die EOS R und nun die R6 und ich kann die beide problemlos kombinieren. Canon, Colors, beide C-Log, ist doch alles super. Und dann kam beim ersten kombinierten Einsatz der große Schock. Die hat einfach komplett andere, was heißt komplett andere? Sie hat auf jeden Fall andere Farben. Wenn ihr denselben Dreh macht mit denselben Einstellungen, meinetwegen auch nicht mit denselben Einstellungen, auf jeden Fall mit derselben White Balance, hat sie andere Farben. Und das hat mich erstmal schockiert, weil ich dachte, die Canon Color Science, das ist so der heilige Gral. Ich war damit mega zufrieden und plötzlich kommt eine Kamera von Canon, die hat andere Farben. Und nach dem ersten Schock muss ich sagen, sie hat auch einfach bessere Farben. Also das Ganze ist in meinen Augen, was die Farbgebung der Hauttöne angeht, mega gut. Und nicht nur die Farben, die Color-Korrektur und das Color-Grading wurde mit der Canon R6 irgendwie einfacher. Das Ganze stimmte von Anfang an. Das Besondere war, sie hatte nun Auto-ISO im C-Log und sorry, dass ich die ganze Zeit über C-Log spreche. Ich benutze die Kameras nur im Log-Format, weil es mir sonst irgendwie auch ein wenig zu schade ist für so viel Kohle und dann das Ganze ein wenig abgespeckt die ganze Zeit zu verwenden. Auf jeden Fall, sie hat Auto-ISO im C-Log. Das war ein riesiger Benefit, auf den ich ehrlich gesagt wirklich nicht so geachtet habe, aber habe mich natürlich sehr gefreut. Was kam noch dazu? Ja, der IBIS natürlich und die Farben waren besser, anders und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen sensibilisiert. Also das heißt, es gibt Kameras mit anderen Farben, die ich nie anfassen wollte, weil ich mir dachte, okay, du siehst so viele Videos, wo du wirklich denkst, okay, sorry, aber das muss eine Sony-Kamera sein, weil man diesen Grünstich nicht aus dem Gesicht bekommt. Aber dazu auch noch gleich. Ich war auf jeden Fall sensibilisiert, vielleicht den heiligen Gral von Canon Colors noch nicht zu verlassen. Aber es gab auf jeden Fall neue Canon Colors und die neuen gefielen mir besser. Kurz die Pros der EOS R. Da wäre auf jeden Fall der Top IBIS. Der IBIS ist wirklich super gut, vor allem wenn man den mit RF-Objektiven verwendet. Ich habe hier ein Video, wo ich das Kit-Objektiv, keine Ahnung, vielleicht mal so einen weniger Puff Daddy Tag, dann kann man sich ein Kit-Objektiv kaufen. Ich habe es mir auf jeden Fall gekauft schaut euch dieses Video dazu einfach an, dann wisst ihr, warum ich es gekauft habe. Preiscool, auf jeden Fall hatte ich die Möglichkeit, den IBIS mit RF-Objektiven auszuprobieren. Und der ist der Knaller. Farben top, das ist das zweite, wie schon gesagt. Die Farben waren super. Die Bedienung wie gewohnt, also Canon machst du an, weißt du ja, wo was ist. Nichts ändert sich, außer dass vielleicht manche Sachen entfallen. Und beim Entfallen gibt es da noch die Sache, diese Kamera kann, glaube ich, gar nichts in All-Eye, sondern immer IPB, das heißt also diese interpolierten Bilder. Und ich muss sagen, das ist das krasseste IPB, was ich jemals verwendet habe. Also wenn man das vergleicht mit der Canon RP, wenn man da in IPB filmt und sich nachher die Bewegung ansieht, vielleicht geringfügig, schneller oder langsamer, schneller ist kein Problem, aber verlangsamt, dann weiß man schon, da ist keine Info. Das IPB von der R6 gefällt mir mega gut. Es ist schön klein, also die Dateien sind super klein, sind easy zu bearbeiten, passt viel auf eine Speicherkarte, easy zu bearbeiten in HD. Das Problem ist, da kommen wir vielleicht zu den schlechten Sachen der Kamera. Kann ich zu 422 schlecht sagen? Nee. Dass sie kein 420 hat, ist schlecht. Ja. Dann kommen wir zu den negativen Sachen. Die Kamera hat nur 422 10-Bit C-Log. Eigentlich haben wir uns ja immer gewünscht. 422, auf jeden Fall super Sache. Mein MacBook, was da oben ist, auf jeden Fall ist es voll ausgestattet. Mehr kann man bisher auf der Apple-Seite auch noch nicht anklicken. Und 422 4K
ohne Proxys? Ne, auf jeden Fall nicht. Und das war eine Riesenüberraschung. Also eigentlich habe ich mir gewünscht, die Kamera natürlich nur noch im 4K-Modus zu betreiben. Warum 4K? Ja, klar, die meisten gucken es in HD und so weiter, aber für die Nachbearbeitung hat es schon seine Vorteile. Reincroppen, also du kannst sehr cool reincroppen, wenn du es möchtest, und könntest dann die in voller Größe zeigen und hast keinen Verlust. Mein Gott, was mache ich Werbung für 4K? Ich wollte einfach 4K. Und da gibt es nur 10-Bit 422 zu der Speicherkarte. Ja, sie hat 2 Speicherslots. Ich persönlich finde, es ist ein Aufbewahrungsslot. Also es gibt keinerlei Interaktion, oder? Also du kannst dir vorher überlegen, was speichere ich auf welcher Karte. Halleluja, so, aber wenn eine voll ist sowieso Pause, und zwischen den beiden zu switchen geht nicht während der Aufnahme. Man hätte sich schon gewünscht, dass das vielleicht also entweder als Backup fungiert, zum Beispiel wenn ihr auf einer Hochzeit seid, die Aufnahmen sind super wichtig. Simultan funktioniert nicht, und dass die Kamera selbst von Karte 1 auf Karte 2 switcht, wenn sie voll ist, das funktioniert auch nicht. Wobei, wofür soll es funktionieren? Denn diese Kamera schaltet sich immer noch nach 29:59 aus. Das ist eine Sache, gut, also die hat mich schon immer genervt. Zum Beispiel, wenn man so ein Video dreht, dann lässt man die Kamera laufen, die ganzen Versprecher, vielleicht wird es ja dann länger als 20 Minuten. Und man muss wirklich, ich achte mal zur Sicherheit drauf, ja, man muss wirklich darauf achten, dass diese Kamera anbleibt, weil man bekommt ja auch keinen Piepton. Vielleicht bekommt man einen Piepton, ich mache die Töne immer aus, das ist vielleicht mal ein Problem. Man weiß ja nicht, wann 30 Minuten vorbei ist, vor allem wenn man so im Flow ist. So. Auf jeden Fall ist es mir oft passiert, dass die Kamera einfach ausgeht. Und ein zweites Beispiel, auch noch gut. Ihr lasst eine Kamera stehen an einer Location, wo ihr nicht seid. Also die B-Kamera lasst ihr irgendwo stehen und ihr seid mit dem Gimbal unterwegs. Und das Besondere ist, bei Canon wisst ihr ganz genau, wie lange ihr filmen könnt. Und zwar 29:59. Wenn ihr dann zum Beispiel beim Empfang seid und die Kamera steht in dem Raum, wo die Trauung stattfindet, und der Weg dauert länger als 30 Minuten. Der Weg dauert vielleicht nicht länger, außer es ist irgendwie eine brutale Hochzeit. Aber auf jeden Fall, ihr habt sie vor mehr als 30 Minuten stehen gelassen. Dann ist Feierabend. Und kommen wir zu einer anderen Sache. Selbst wenn sie es könnte, sie hält natürlich nur so lange, wie der Akku hält. Und das machen natürlich andere Kameras auch. Aber das Coole an der Sony-Kamera ist, per USB-C steckt ihr irgendeine Powerbank rein und das Ding läuft einfach so lange, wie die Powerbank läuft. Und dann ist, glaube ich, auch schon der limitierende Faktor deine Speicherkarte. Und zu guter Letzt der Elefant, der im Raum steht, nicht ich, aber das Overheat-Problem. Und ich sehe so viel zum Thema Overheat. Klar, die einen sagen fatal, die anderen sagen, das ist kein Problem, ich mache so meine paar Minuten Aufnahmen, dies, das. Ehrlich gesagt war das in Summe, auf keinen Fall nur das Overheat, aber das, was ich gesagt habe, in Summe war der Grund, warum diese Kamera eine Top-Kamera ist und ich sie auf jeden Fall behalte. Aber sie kann nicht bei mir die A-Kamera sein, sie kann nicht das Arbeitstier sein. Eine Sache hätten wir fast vergessen, der interne Monitor geht aus, wenn ihr einen externen Monitor anschließt. Was das Problem ist, schaut euch das Raven Eye Video an, es ist auf jeden Fall ein brutales Problem, egal wie viele Bildschirme du hast. Zumindest für mich ist es ein Problem, vielleicht für dich auch. Auf jeden Fall geht er aus, bei der EOS R, bei der R5 geht er auch nicht aus. Aber alleine wegen des Overheat-Problems wäre auch die R6 nicht das Arbeitstier geworden. Und deswegen, da ich das Gefühl hatte, ich habe hier eine Top-Kamera, sie wird leider zur B-Kamera, wenn man das so nennen will, brauchte ich etwas ultra Zuverlässiges. Und da kamen wir zum Thema, Jesus Maria, gehst du diesen Schritt?
Ich hatte da wirklich nicht so die Lust drauf, weil ich sonst sehr zufrieden mit Canon war. Ich wäre gerne bis zum Ende meines Lebens bei Canon geblieben, aber ich habe das Gefühl, ab der R5 und der R6 soll man sich entscheiden. Fotografierst du primär? Filmst du primär? Ich filme primär. Die Auslöser auf meinen Kameras sind gering. Und deswegen hat das jemand angeboten, dass man das mit einer spiegellosen Systemkamera einfach machen kann. Das hier ist die Sony Alpha 7S III. Ich muss das auch wirklich nachgucken, weil ich neu in dem Metier bin. So heißt sie auf jeden Fall. Und das ist ganz klar primär eine Filmkamera. Wenn ich das bei Canon machen will, muss ich in die C-Serie. Bei der C-Serie kam die C70 raus. Das ist zumindest etwas, was du irgendwie mitnehmen kannst. Was man von den anderen Kameras, wie ich finde, nicht wirklich sagen kann. Aber es ist auch nicht die Art, wie ich filme. Also die C-Serie kommt für mich nicht in Frage. Eventuell mit der C70, weil ich sie so mitnehmen kann. Aber nee, also der Vorteil war dieses Menü, was man schon immer kennt, auch schon als Fotograf. Die Farben, klar, die gehen jetzt verloren. Kommen wir gleich zu den Farben. Vielleicht sind die gar nicht so schlimm, sind gar nicht so schlimm. Und deswegen der Wechsel. Und ich muss die Canon-Kamera jetzt einmal neu starten. Sie ist bei 28 Minuten. Ja, das hat bisher 28 Minuten gedauert, weil sie halt im Vorfeld, whatever, auf jeden Fall starte ich sie einmal neu. Und das ist ja auch noch das Gute, warum ich die Canon R6 in HD betreibe und die Sony endlich ganz entspannt in 4K betreiben kann. Die betreibe ich in HD, weil wenn ich 30 Minuten aufnehme in 4K und dann nochmal Record drücke, habe ich einfach keine 30 Minuten mehr. Ich habe nur noch 15 und danach nur noch 5 und wie gesagt, Arbeitstier-A-Kamera, weiß ich nicht. Es gibt auch einen Hack dafür, ne? Also es gibt so einen Hack, der hat mit einem Reiskorn zu tun oder auch vielleicht was anderem und ein bisschen mit dem Datum. Damit kann man das wirklich relativ gut umgehen, wenn man mit sich vereinbaren kann, dass man so viel Geld dafür ausgegeben hat und sie einen dazu zwingt. Naja. Kommen wir zur Sony-Kamera und vor allem den Sachen, die mich dazu gebracht haben, die Sony-Kamera dann wirklich auszuprobieren. Eine Sache ist vielleicht das Foto-Dockhorn in Rheinfelden. Irgendwie, glaube ich, primär ein Sony oder zumindest ein extrem guter Sony-Dealer ist. Und ich dort diese Sony-Kameras, schönen Gruß an Thomas Dockhorn, Kameras gesehen habe, ihn angerufen habe und ihn gefragt habe, was hast du da, R5 oder Sony A7S III? Und er hat gesagt, eine habe ich da und trotz Corona hat er mir sie dann am selben Tag vorbeigebracht und dann hatte ich sie auf jeden Fall. Ich habe mich natürlich vorher schlau gemacht, ich habe jetzt nicht aus Spaß so viel Geld ausgegeben. Von den Facts war es immer schon so, dass die Sony-Kameras beeindruckender waren. Aber bei mir war es primär das Menü und dass es keinen Touch gab. Ich konnte es einfach nicht verstehen, wie man, und da habe ich mit dem Thomas Docker noch drüber geredet, wie fokussiert man in Ruhe beim Film, wenn man nicht touchen kann, dort wo die Kamera einfach fokussieren kann. Unfassbar. Aber man kann jetzt ganz normal auf Display touchen. Ich komme jetzt nicht dran, aber man kann touchen und das Menü wurde komplett überarbeitet. Das ist ganz anders. Ich muss aber trotzdem sagen, als mir das Menü entgegenkam, habe ich mir gedacht, gut, nimmst jetzt 2 Tage frei, auf ganz entspannt, schaust du dir das an. Habe ich gemacht, ist eine Woche geworden und das Menü, wie ich es mir hier zusammengekleistert habe, damit kann die nicht mithalten. Also ich habe jeden Knopf, kann ich so bedienen, wie ich möchte. Wir können uns das mal kurz anschauen. Wir schauen uns das einfach mal kurz so an. Ich habe es jetzt mal abgenommen. Viele der erwähnten Vorteile, die kann man halt jetzt schon sehen. Es ist zum Beispiel dieses Schwenkdisplay. Ohne hätte ich nie im Leben eine Kamera gekauft. Das Coole ist, hier hängt ein Kabel dran.
Sie wird die ganze Zeit geladen, die Batterie ist einfach die ganze Zeit voll. Ich kann hier durchfilmen. Ins Menü gehen wir heute nicht. Falls euch das Menü interessiert, sagt auf jeden Fall Bescheid. Aber man kann hier wirklich einstellen, was man will. Und das Coole ist, ich mache es jetzt mal aus. Man kann selbst dieses Schnellmenü so einstellen, wie man es braucht, was ich auch gemacht habe. Und habe dann auch das, was ich da gerne hätte. Und man kann jede dieser Tasten wirklich individuell einstellen. Das heißt also bei mir zum Beispiel Autofokus oder manueller Fokus. Da ich oft Tamron-Objektive benutze, die diesen extra Knopf nicht haben, habe ich hier Display aus, so ein Detail. Ne? Das ist hier. Dann ist das Display aus für Timelapse. Zu den Vorteilen. Ich kann jetzt in 4:2:0 Log filmen. Das hört sich vielleicht nach einem Detail an oder vielleicht nach einem Schritt zurück, aber hat einen riesigen Vorteil. Ich sage euch kurz die Vorteile, damit ich die Kamera wieder nach vorne tun kann, damit ihr mich seht. Im laufenden Betrieb kann ich das Ganze hier öffnen und habe genauso wie bei der EOS R6 2 Kartenslots. Die geht aber aus, wenn ich das aufmache. Ist ja auch besser so, weil sie macht ja sowieso nichts simultan. Hier könnte ich eine rausnehmen. So, ich nehme weiterhin auf, könnte sie auswechseln. Und was die Kamera auch kann, wenn die eine voll ist, kann ich ihr sagen, sie kann auf die andere spielen. Oder sie kann simultan aufnehmen. Natürlich sollst du dann nicht eine rausnehmen. Auf jeden Fall, das hier fühlt sich schon mega gut an, als ob man das im Griff hat. Die Haptik der Kameras, da muss ich sagen, ich glaube, das hat sich Sony ein bisschen bei Canon abgeguckt, dass das Ganze hier ein bisschen bauchiger wird. Ich finde es mega cool, dass es bauchig ist. Sie ist immer noch ein bisschen kompakter, aber sehr, sehr positiv. Wie gesagt, das Filmen mit angesteckter Powerbank oder whatever, zum Beispiel jetzt in dem Falle die Kamera am MacBook angeschlossen und das Ganze funktioniert tutti. Ich tue sie mal eben zurück. Eine Sache, die ich gerade festgestellt habe, ist, machen wir den im Lowrider-Modus hier, oder? Einfach hier unten. Eine Sache, die die Kamera auf jeden Fall nicht kann, die ich gerade festgestellt habe, ist, sie kann nicht filmen, wenn ich nicht auf Record drücke. Daher nochmal. Die Facts. Filmen mit Powerbank, unheimlich gut. Das Handling, mir persönlich gefällt es hier besser. Die Canon R6 war die erste Kamera, die sich für mich von Canon angefühlt hat wie eine richtige Plastikkamera. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ist auch ein gutes Plastik. Es ist dieses typische Plastik, aber irgendwas, also kein On-Top-Display, was bei der EOS R dabei war. Das hat es irgendwie ein bisschen cheapiger gemacht. Nur dieses eine Drehrad, ihr habt ja eben gesehen, hier gibt es Drehräder genug. Die haben auch ihre Vor- und Nachteile. Aber dafür müssten wir zu sehr ins Detail. Was die Aufnahmemodi angeht, wollen wir nicht so sehr ins Detail gehen. Die sind unfassbar. Da gibt es sehr viel. Also ihr könnt eigentlich fast alles kombinieren, wie ihr möchtet. Das heißt, C-Log 4:2:0, was sehr wichtig fürs Graden ist. Könnt ihr eigentlich in jeder Möglichkeit machen, also 24, 30, 50, 60, 100, 120. Die Farben sind eine Sache, mit denen muss man sich einmal auseinandersetzen. Also ich bin gerade dabei, ich schaue mir an, dass ich ein LUT für mich mache, wo ich genau die Color, also Canon R6 Colors des C-Log so weit matche, dass ich die untereinander problemlos benutzen kann. Ich habe ja schon Übung, weil die R und die R6 einfach, wie gesagt, etwas unterschiedliche Farben haben. Die größte Besonderheit, die ich hier gerade ablesen musste, weil ich es ja auch schon fast vergessen habe, sie hat nur 12,1 Megapixel. Und wenn ihr euch fragt, kann ich damit fotografieren? Ja, kannst du fotografieren. Ich würde immer die zum Fotografieren nehmen, wegen der Farben. Also du fotografierst ja nicht in C-Log und deshalb, also damit, wenn du Fotos machen willst, out of camera eigentlich schon oder nur ein bisschen Tweaks, die macht immer gute Bilder. Hier weiß ich es noch nicht, ich habe es noch nicht gemacht, aber Bilder sind auch nicht so mein Fokus. Aber der ISO, die Kamera hat im C-Log ein natives ISO von 640. Und dann gibt es noch ein, sagen wir einfach, es gibt ein zweites ISO, und zwar 1280, 12800 ISO, was sich verhält wie ein zweites natives ISO. Und
die Zahlen, die klingen jetzt vielleicht auch verrückt, aber also 12.800er ISO. Aber es ist so, die Kamera hat in jeder Einstellung, man könnte sagen in jedem Picture Profile, wobei das so nicht stimmt, der hat in jeder Einstellung, ob Log 2 oder S-Log 3 oder wie auch immer, hat sie in einem anderen Bereich von ISO. Also der native ISO ist auch an anderen Bereichen. Aber im S-Log 3, wo die Kamera die meiste Performance, den höchsten dynamischen Umfang und die meiste Möglichkeit der Nachbearbeitung hat, da ist es 640 und 1280. Was damit möglich ist bei wenig Licht, das ist unvergleichbar. Also was die Lichtempfindlichkeit angeht, können diese beiden Kameras, die spielen einfach nicht in einer Liga. Die EOS R hat nicht mal dieselbe Sportart gespielt. Und angeblich soll die R5 ein bisschen besser, was Lowlight Möglichkeiten angeht, sein als die R6. Aber die R5 hat mehr Megapixel. Deshalb fällt mir das schwer, das irgendwie zu glauben, aber kann sein. Auf jeden Fall wird sie damit nie im Leben mithalten, das glaube ich einfach nicht. Hier sind halt die Pixel so groß, auf dem Vollformat-Sensor 12,1 Megapixel. Das ist einfach unglaublich. Das sind halt sehr große Pixel. Die Fläche bleibt ja beim Vollformat-Sensor immer gleich. Und da könnt ihr Aufnahmen machen zu Tageszeiten oder zu Lichtverhältnissen, wo ich die hier zum Beispiel gar nicht auspacken würde. Es gibt Möglichkeiten, man ist im Wald oder man ist recht spät unterwegs und dann gibt es die Zeit, wo man sagt, bei natürlichem Licht, da ist Sense. Man hat keine Lust, dieses körnige Footage zu graden, das macht einem nur Stress und Rauschunterdrückung ist halt Rauschunterdrückung. Dauert lange, sehr CPU-lastig und es wird halt matschiger. Ihr könnt All-Eye und IPB filmen mit der Kamera, wahlweise wie ihr möchtet, und wenn ihr das Ganze in 4.2.0 macht, kommt euer PC auch damit klar, also zumindest wenn ihr einen aktuellen PC habt, der kommt mit 4K super klar, das ist kein Problem, er muss sich nicht die ganzen Bilder denken und in All-Eye sind die halt alle da und es sind zwar riesige Datenmengen, aber das funktioniert. Eine Besonderheit noch, das sind die Proxys, die Kamera kann intern Proxys generieren. Nur kurz zum Thema, Proxys sind kleine Dateien von euren eigentlichen Filmdateien. Es ist einfach ein kleines Minimi der eigentlichen Datei, die es dem PC einfacher macht, mit dieser zu arbeiten. Damit könnt ihr zum Beispiel, da die Kamera in der Kamera Proxys generiert, finde ich unglaublich, habe ich nichts von, weil ich Final Cut Pro benutze und Final Cut Pro mit diesen Proxys nichts anfangen kann. Aber wenn ihr Premiere Pro User seid oder DaVinci Resolve User, ihr könnt auf den Ordner verweisen, wo die Proxys drin liegen. Und während ihr schneidet, verwendet euer Computer die kleine Proxy-Datei, die er sich nicht so genau angucken muss, sagen wir einfach mal, oder die es schnell ermöglicht, sich sie genau anzugucken, und macht alle Schnitte und alle Korrekturen an den Proxy-Dateien, und erst wenn ihr heraus rendert, dann schnappt sich das Programm die eigentliche Datei. Das wird dann natürlich auch wieder länger dauern, aber während des Schnittes könnt ihr ganz smooth arbeiten oder zumindest entspannt arbeiten. Ich hoffe, der Vergleich hat euch gefallen. Vielleicht noch ein kleines Detail. Ich bin kein Experte. Ich bin User und versuche euch ein paar Tipps mitzugeben, die ihr dann hoffentlich wisst, bevor ihr die Kamera kauft und dann nicht denkt, oh Gott, hätte ich das mal früher gewusst. Ja, wenn ihr euch das gut anguckt, hier ist so ein Bild drauf, was er für SD-Karten braucht oder CFast Express-Karten. Als Tipp von mir, CFast Express braucht ihr fast gar nicht. Sollten wir bei der Kamera ins Detail gehen, sage ich zumindest, wann man sie braucht, oder guckt es euch woanders an, wann man sie braucht. Aber man braucht es eigentlich nicht. Was man halt braucht, ist V90-Karten. Und leider auch nicht jede. Also ich habe jetzt diese Tough Cards genommen von Sony. Damit funktioniert es. Aber die V90-Karte, die hier perfekt funktioniert, das ist eine SanDisk-Karte, die funktioniert auch nur hier perfekt. Der will die zum Beispiel nicht haben. Das ist total wild. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, liked, gerne abonnieren und die Glocke betätigen. Das hilft wohl, dass mehr Leute das Ganze sehen. Falls ihr Lust habt, dass es andere Leute sehen, macht es gerne.
Falls ihr Gefallen an dem Video hattet, bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr keinen Gefallen an dem Video hattet, bleibt gerne auch einfach dran. Wenn es euch gefallen hat, liked. Ich bin durch. Ich hoffe, der Vergleich hat euch irgendwas gebracht. Ich finde es wichtig. Es sind viele überraschende Sachen, immer nur Details, die man nicht sofort herausfindet. Bei der R6 war es, dass das interne Display ausgeht. Da kann man sagen, du hast die Website nicht genau studiert. Ja, habe ich nicht. Wenn ihr alles perfekt studiert, lernt ihr hier auf jeden Fall auch nichts. Oder lernen sollt ihr sowieso nichts. Aber ihr bekommt keine zusätzlichen Infos. Zumindest solltet ihr zusätzliche Infos bekommen von einem User. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.